Das ist der neue Nismo GT-R. Für das 2020er Modell ging es den Entwicklern des Transaxle Allradlers um die Optimierung der Balance, nicht um mehr Leistung. Obwohl der 3,8 Liter Biturbo V6 also weiterhin 600 PS und 652 Newtonmeter raushaut, ist der Grundpreis um 25.000 auf 210.000 Euro gestiegen. In der Hauptsache liegt das am 30 Kilo Abspeckprogramm, das mit reichlich Carbon eben auch reichlich Asche kostet. Carbon-Motorhaube, Carbon-Dach, Carbon-Keramik-Bremsscheiben und Carbon-Kotflügel vorne mit neuem Lüftführungselement. Auch die Recaros sind leichter, halten den Fahrer tatsächlich besser, nur niedriger montiert sind sie leider wieder nicht. Mit Helm bleibt der Kopfraum also reichlich knapp, ich bin 1,82 und für mich passt's gerade so. Dazu gibt's verbesserte Aerodynamik, neue Race-Schmiedefelgen in 20 Zoll mit 9 statt 6 Speichen und überarbeitete Dunlop Runflats, auf deren Flanken Sportmax GT 600 DSST CTT NR1 steht. Ja, und go! Alles klar, also Nissan GT-R Nismo, Lausitzring, Start Zielgerade, 150 Meter, BAM! Rein in die Carbon-Keramik-Bremsanlage. Wir sind jetzt im R-Modus, der hier nach wie vor beschützt, aber die Traktionskontrolle stark aufmacht. Das heißt, die Gasmodulation, da bist du jetzt tatsächlich ein viel größerer Teil davon, als das im vollständig eingeschalteten Modus der Fall ist. Hier diese Hoppelei, die man jetzt hier in den Bumps hat, die in der Kurve kommen, die hast du im Vorgängermodell viel, viel stärker. Das Setup hier mit den Bilstein Damtronics wurde nochmal geändert. Ich finde das im alten Modell, im alten Nismo-Modell eigentlich eine sehr sympathische Geschichte, aber hier fürs Schnellfahren ist das natürlich wesentlich besser. Der Reifen ist ein Dunlop, speziell für den GT-R entwickelt. Der hat jetzt für den 2020 Nismo vorne eine Profilrille weniger. Der Ingenieur behauptet, für die Nass-Performance macht es keinen Unterschied. Die Aufstandsfläche ist 11% größer geworden. Da wird von 7% mehr Grip mich am Arsch hat der Grip. Wird von 7% mehr Grip gesprochen und von 5% mehr lateralen G-Kräften. Und hier der Grip inmitten der Kurve. Das ist schon wirklich, also dafür, dass er hier wirklich, ja, sag ich mal, kein Schlanker ist das faszinierend, wie ja, präzise sich das hier fahren lässt. Und dann hast du diese 600 PS, die da einfach reinhämmern. Und das Gewicht, ja, das war ja schon immer so ein Ding, dass das für die Traktion eigentlich gar nicht so... Wenn du da bei dem Korb rauskommst, dass das für die Traktion gar nicht so eine schlechte Geschichte ist. Du hast mit diesem Motor hier jetzt auch neue Turbolader, die aus dem GT3 Auto kommen. Das waren sie vorher auch schon. Die haben jetzt hier statt 10 Schaufeln 9 Schaufeln, die dünner sind. Und dadurch wurde das Ansprechverhalten nochmal verbessert. Das ist insbesondere bei Straßengeschwindigkeiten und entsprechenden Drehzahlen gut nachvollziehbar. Die Schaltbox habe ich die ganze Zeit in Automatik und die schaltet perfekt. Das ist immer auf einer Strecke, die man nicht kennt, sehr sympathisch. Jetzt fühlt es so ein kleines bisschen untersteuern. Jetzt müssten wir langsam mal den Luftdruck wieder korrigieren. Das ist die erste Session des Tages. Und hier, wenn es hier auf die Startzielgerade geht, da ballert der Apparat hier raus. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir sind jetzt schon bei 220. Boah, diese Bremse, ey, da fliegt mir fast das Gesicht. Boah, da fliegt mir fast das Gesicht weg. Hier über die Curbs funktioniert einwandfrei. Das Bremspedal fühlt sich vor allen Dingen auch konstant an. Du hast nicht, dass sich das irgendwie zwischendrin auf einmal anfühlt, als würde die Bremse gleich aufgeben. Und die Modulation klappt gut, du hast anständigen Pedalweg.
Hier ist er jetzt, wischt er dann mit der Vorderachse ein kleines bisschen hin und her, aber super gut kontrollierbar. Du hast hier Grip und du hast Power aus den Ecken, was mit der Carbon-Keramik-Bremsanlage und der Carbon-Motorhaube und der neuen Bereifung, die jetzt vorne noch mehr Grip entwickelt, auch der Fall ist, dass die Lenkung im Vergleich zum Vorgängermodell auch wegen der ungefederten Massen sich leichter anfühlt. Feedback-technisch aber wegen des Hydraulik-Setups nach wie vor einfach nur bombastisch ist. Du hast hier wirklich auf den Unebenheiten und hier auf dem Lausitzring gibt es hier und da Unebenheiten. Wirklich in der Lenkung. Wir haben mal so einen kleinen Wackler drin, weißt du, dass du weißt, okay, das Rad ist gerade über eine Unebenheit gelaufen. Und wenn das Heck gleich die Unebenheit trifft, ist vielleicht auch mal eine Korrektur notwendig. Das sind inkrementelle Verbesserungen, die Nissan hier fürs 2020 Modelljahr eingeführt hat. Upgrades, die sich lohnen, Upgrades, die einen Unterschied machen. Es ist nicht so, dass du vom einen in das andere Auto reinspringst und auf einmal ist ein völlig anderes Auto. Das ist nicht der Fall. Es ist aber so, dass du die Unterschiede spürst. Du hast Casalla ohne Ende, also dass hier nicht mehr Power drin ist. Du, mehr als 600 PS, worüber reden wir denn hier? Gut, und dann ist das hier wirklich cool. Was mir richtig gut gefällt, und das möchte ich hier auch noch erwähnt haben, du kannst hier das Lenkrad verstellen in Höhe und Tiefe und der Tachometer geht mit drauf. Das heißt, mit rauf und runter. Das heißt, du kannst dir das nach ganz unten machen und siehst das trotzdem. Hier gibt es übrigens dann auch 2 Hebel dafür. Das ist fantastisch und ja. R35, ich hoffe, das geht weiter mit dir. GTR, Legende, genau wie die Ingenieure, Legende. Und tschüss.